Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen, großen Ereignisreihe, möchte man jetzt gerade so sagen. Und zwar fangen wir mit Coding-Challenges an. Ihr kennt mittlerweile meine Hacking-Challenges und ich habe gemerkt, dass die super beliebt bei euch sind, weil ihr da natürlich die Praxis findet, die ihr sonst eigentlich, eher weniger haben könnt, weil natürlich Hacking nicht unbedingt was Legales ist. Ich habe aber auch mittlerweile mitbekommen, dass viele von euch einfach tatsächlich nicht so wirklich die Möglichkeit haben oder die Ideen haben, was sie mit ihren Programmierskills anfangen können. Und aus genau diesem Grund fangen wir Coding-Challenges an. Und zwar sind diese Coding-Challenges auf demselben Server wie die Hacking-Challenges erreichbar, allerdings mit einem anderen Port, hier nämlich 5000 ist der Port. Und ja, was ist jetzt eine Coding-Challenge? Ganz einfach, ich werde euch hier sozusagen eine Challenge bereitstellen, das heißt unter Challenges /1, 2 und so weiter und so fort. Also ich werde immer, wenn es eine neue Challenge gibt, auch ein einleitendes Video dazu machen, weil man natürlich wissen muss, was die eigentliche Aufgabe ist. Und ja, ihr könnt dann diese Challenge lösen. Das heißt aber nicht, dass sie jedes Mal gleich ist. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht einfach hier immer denselben Wert erwarten, sondern wenn ich hier was neu lade, dann sind es halt hier immer andere Werte und so weiter und so fort. Und ja, das ist sozusagen eure Aufgabe, dann diese Werte so zu verarbeiten, wie ich es im Video erkläre und anschließend an Solution 1 zu schicken. Sorry, hier fehlt das. S-Solutions 1. Und dann haben wir hier gleich ein Method not allowed. Warum? Naja, weil ihr sonst einfach hier ganz easy die Sachen eingeben könntet. Ihr sollt das Ganze programmatisch lösen. Das bedeutet, ihr sollt wirklich programmieren und die Lösung hierhin über einen Post-Request schicken. Keine Sorge, das ist das einleitende Video, damit ihr überhaupt diese API benutzen könnt. Das heißt, damit ihr überhaupt wisst, wie ihr da dran kommt. Das heißt, diese Challenge ist sozusagen super easy, was das Programmieren angeht. Und zwar haben wir hier einfach irgendeinen Wert, der wird zufällig generiert und genau diesen selben Wert sollt ihr an die Lösung schicken. Das heißt, hierher posten. Das heißt, ihr habt hier die beiden URLs, also einmal diese 5000 und dann Solutions 1. Da muss einfach genau das hin über einen Post-Request geschickt werden, was ihr über die Challenge 1 bekommt. Und das ist auch schon tatsächlich alles für diese Challenge. Das ist erstmal so, damit ihr überhaupt anfangen könnt, damit zu arbeiten, weil das wird jedes Mal bei euch sozusagen sein. Und das möchte ich euch, falls ihr es nicht selber hinkriegt, das ist schon relativ viel verlangt, möchte ich mal behaupten, so ein Post und ja, eigentlich über Programmierkenntnisse sozusagen diesen Server anzusprechen, ist schon recht viel verlangt. Aber wir werden dann natürlich immer auch eine Lösung bereitstellen und dann könnt ihr direkt bei der zweiten Challenge, wenn ihr die jetzt nicht geschafft habt, wieder einsteigen. Das Ganze werden immer so kleinere algorithmische Aufgaben sein, also zum Beispiel ein Maximum finden, ein Free-Sum-Problem lösen oder sowas. Also ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, es ist aber noch keine Challenge online, außer eben der ersten jetzt. Das heißt, aktuell einfach mal hier aus Challenges 1, ich schreibe es nochmal kurz hier, Challenges 1 sollt ihr den Wert nehmen und an Solutions 1 posten. Und ja, dafür habt ihr, weiß ich noch nicht genau, aber auf jeden Fall werde ich samstags, es wird ein Samstag sein, ich weiß noch nicht, ob nächste Woche, übernächste Woche oder sowas, werde ich die Lösung posten und dann wiederum drauf werde ich wieder sozusagen abwechselnd mit den Hacking-Challenges, werde ich immer wieder mal was Neues posten. Und genau, also für euch neue Challenges bereitstellen sozusagen. Genau, und warum machen wir das Ganze jetzt über eine API? Warum kann ich euch nicht einfach so sagen, hey, macht das und so weiter und so fort? Der Trick dabei ist, bei dieser API ist euch die Programmiersprache komplett freigestellt. Ihr könnt mit Java arbeiten, ihr könnt mit C++ arbeiten, ihr könnt mit Python arbeiten. Alles ist total easy machbar, weil ihr wirklich nur sozusagen die Rohdaten bekommt. Die werden übrigens immer im JSON-Format sein oder wirklich als komplette Rohdaten, wie wir es jetzt hier haben. Also das ist wirklich auch nur einfach eine Zahl. Ja, und die kriegt ihr da sozusagen und dann könnt ihr die wieder über einen Post-Request dahin schicken. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt irgendeine spezielle Sprache kennen dafür. Wir werden es natürlich mit einer speziellen Sprache machen, aber euch ist komplett freigestellt, was ihr benutzen wollt. Und das fand ich eigentlich eine ziemlich tolle Sache. So, für die Fortgeschrittenen unter euch habe ich noch eine kleine weitere Challenge sozusagen. Und zwar berechnet jedes Mal, wie lange ihr braucht. Das heißt, also das werden wir auch in der Lösung machen. Dann könnt ihr das Skript auch benutzen, um dann immer zu messen, wie lange ihr für die ganze Challenge gebraucht habt. Und dann könnt ihr ganz, ganz gerne in die
in die Kommentare immer schreiben, wie lange ihr zum Lösen von der Challenge gebraucht habt. Dann haben wir so einen kleinen Vergleich, wer ist der schnellste gewesen, weil es gibt natürlich für verschiedene Algorithmen auch immer schnellere Lösungen und langsamere Lösungen. Das heißt, vielleicht habt ihr dann Bock an eurem Algorithmus zu feilen, den besser zu machen, den schneller zu machen und dann haben wir hier vielleicht so eine kleine Art Bestenliste, wer den schnellsten Algorithmus hatte oder sowas. Und natürlich, wer vielleicht die Challenge überhaupt alles geschafft hat. Das ist auch, glaube ich, ganz interessant. Ja, und wie gesagt, die erste Challenge ist jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Wert nehmen, wieder hinposten, aber es werden dann immer noch schwerere Challenges kommen. Und ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Meinung, auf eure Kommentare, vielleicht auf Verbesserungsvorschläge. Und falls ich was jetzt gerade in diesem Video nicht gesagt habe, dann schaut bitte auf jeden Fall in die Beschreibung. Da sind sowieso die ganzen Links und da werde ich auch irgendwelche Zusatzinformationen immer reinposten. Ja, genau. Falls der Server irgendwann mal überlastet sein sollte, lasst mich das bitte wissen, dann kümmere ich mich darum, aber ich kann es halt nicht von mir aus erriechen sozusagen oder erschmecken. Deswegen, ja, sagt mir da immer Bescheid. Das kann mal passieren, wenn eine neue Hacking-Challenge oder sowas rauskommt, dann ist vielleicht mal der Server überlastet, weil alle Leute ihre Portscans durchlaufen lassen. Aber ja, cool. Und das war's eigentlich von meiner Seite schon wieder. Übrigens, das Ganze ist in Flask geschrieben. Da wird auch demnächst ein Tutorial dazu kommen. Das dauert aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Wollte ich nur mal so klein ein bisschen vorteasen. Okay, und ja, das war's von meiner Seite jetzt tatsächlich. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Ciao.